Servus und ja, ihr habt's richtig gesehen und gelesen, das Fold 8 ist wieder da. Nach 5 Tagen. Ich war echt überrascht und darum soll es heute auch kurz in dem Video gehen. Wie war der Service und passt jetzt alles mit meinem neuen Fold 8? Los geht's. Da ist das gute Stück und ja, es ist ohne irgendwelche Beschädigungen diesmal angekommen bei mir. Und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich habe sowohl vorne als auch auf dem Innendisplay eine Schutzfolie angebracht und dazu kommt dann auch noch ein Video raus auf meinem Kanal. Wie bringe ich denn generell auf dem Fold, also oder Flip, ist ja egal, alles mit biegbarem Display sozusagen, eine Folie auf, ohne dass sich das hier oben und unten in der Falz löst, weil das ist dann so, sage ich mal, die Schwachstelle an dem ganzen Thema. Viele Shops machen das ja auch, bieten das an, dass die einem die Folie auftragen und auch die machen es leider erfahrungsgemäß oft falsch. Ja, das Video wird die Tage dann auf meinem Kanal kommen. Für Members wird es 2 Tage früher erscheinen und für alle anderen dann natürlich 2 Tage danach. Und ich bin da wirklich gespannt, was ihr sagt, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr da auch selber schon eine Erfahrung damit gemacht, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ansonsten, wer das Video noch nicht gesehen hat von meinem Fold 8, warum ich es überhaupt austauschen lassen musste, ich verlinke es euch auf jeden Fall mal oben und auch unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein. Das neue Gerät ist übrigens tadellos und auch die Rückseite ist natürlich tadellos. Also bei mir war es ja im Frontdisplay das Problem. Entsprechend, ja, ist es hier wirklich einwandfrei. Ja, und wie lief das denn jetzt überhaupt ab mit Samsung? Naja, ich habe am Freitag ja das Smartphone bekommen und habe dann im Endeffekt ja gemeldet, ja, okay, da passt was nicht im Frontdisplay. Die Dame im Chat hat das Ganze aufgenommen, hat ein Ticket gemacht und ich habe dann im Endeffekt am Nachmittag einen Rückruf bekommen und da wurden mir 3 Optionen angeboten: Austauschgerät, zurückschicken oder 200 € Rabatt. Ich habe mir gedacht, ich werde es austauschen. Ich will halt da wirklich ein makelloses Gerät haben. Und dann wurde mir Samstagabend dann entsprechend ein Retoure-Ticket erstellt und zukommen lassen. Es war dann erst um, ich weiß gar nicht, 20 Uhr oder so, halt wirklich relativ spät. Habe mir dann gedacht, okay, ich werde noch ein bisschen was testen am Smartphone, damit ich so einen ersten Eindruck bekomme davon. Habe das dann am Montag bei DHL abgegeben, am Abend nach der Arbeit und habe im Endeffekt dann, ja, Dienstag die Bestätigung bekommen, dass es auf dem Weg ist. Mittwoch ist es angekommen bei Kühne und Nagel. Das ist quasi der Vertrieb, der die Smartphones deutschlandweit im Normalfall verschickt. Dann hieß es bei Samsung ursprünglich im Telefonat, ja, die erste Dame hat gesagt, 2 bis 4 Wochen wird es dauern. Die zweite Dame am Nachmittag, die hat dann gesagt am Telefon, naja, sie denkt, 1 bis 2 Wochen muss ich warten. Kann man aber nicht so genau sagen, weil die Bestellungen halt wirklich sehr hoch sind und im Endeffekt wird es ja erst geprüft dann bei Kühne und Nagel, das Gerät, und dann wird ein Austausch eingeleitet. Also kann sein, dass es länger dauert. Ich habe dann zu meinem Erstaunen, muss ich ehrlich sagen, Donnerstag früh, das war um 8 Uhr irgendwas, eine E-Mail bekommen von DHL, dass eine Sendung von Samsung auf dem Weg zu mir ist. Da stand aber bei DHL nur drin, ja, hier Sendungsinformation erhalten, also noch nicht irgendwie abgeholt, abgegeben, wie auch immer, ist noch nicht auf dem Weg. Also halt nur die Info, dass eine Sendung angemeldet wurde. Dann war ich schon ein bisschen überrascht und so gegen 10 Uhr habe ich dann von Samsung eine Mail bekommen, dass eben mein Austauschgerät hier auf dem Weg ist. Und dann habe ich mir gedacht: „Okay, krass." Ich bin echt überrascht. Also, ich habe das nicht oft irgendwie bei Service oder Support und auch bei Samsung lief das schon mal anders. Und da habe ich mir gedacht: „Gut, erst mal gucken." Beim letzten Mal war es auch so bei der Vorbestellung. Ich habe eine Woche, bevor das wirklich auf den Weg ging, die Info bekommen, das Teil ist auf dem Weg und eine DHL-Sendungsnummer gehabt. Und was ist passiert? Eine Woche gar nichts. Und da habe ich mir gedacht: „Okay, könnte ja wieder so laufen." Ja, man weiß es nicht. Die Freude ist zwar irgendwie da, dass es so schnell jetzt irgendwas gemacht wird, aber mal gucken. Naja, und wirklich Freitag Nachmittag, kurz vor 16 Uhr oder so, kam dann die Post, hat das Ganze abgelegt und ich habe nach der Arbeit dann mir gedacht, wow, krass, also ging wirklich, wirklich flott. Ne? Habe dann
am Abend gleich im Endeffekt das Video noch gedreht für das Display anbringen. Habe natürlich geguckt, ob alles passt, klar. Und ja, damit war der Austausch schon erledigt. Um 20:30 Uhr oder so habe ich dann noch die neue 0 € Rechnung bekommen mit der korrigierten E-Mail-Adresse eben von dem Gerät. Und das war's. Also ich war echt überrascht. Nur um das mal kurz aufzugreifen, ich habe schon 2, 3 Mal mit dem Samsung-Service zu tun gehabt. Einmal mit meinem Galaxy Z Fold 3 damals. Da hat sich eben die Originalfolie hier in der Falz gelöst. Und das war auch noch in der Garantiezeit und dann habe ich die damals angeschrieben und da war auch schon diese Anti-Fett-Beschichtung so auf einer Seite ein bisschen gelöst. Man hat es dann auch gesehen. Das eine war mehr entspiegelt, das andere war deutlich spiegelnder. Und dann habe ich denen das geschildert und das war ein ewiges Hin und Her und ja, und das entfällt der Garantie, weil das ist Abnutzung und. Und ich habe dann gesagt, ja, Leute, es ist im ersten Jahr, also ja, da muss ja irgendwie was gemacht werden können. Kann er nicht nach jedem halben Jahr diese Originalfolie tauschen lassen, muss jedes halbe Jahr das Handy einschicken et cetera. Ja, also ein Riesendrama. Am Ende war es so, irgendwie nach einer Woche haben sie sich gebeugt und haben dann gesagt: „Ja komm, dann schick ein, wir lassen die Folie tauschen.“ Ist eigentlich nicht der Standard und normalerweise, ja, sollte das auch nicht passieren und. Hat aber dann auch knapp 3 Wochen damals ungefähr gedauert. Also 2 bis 3 Wochen auf jeden Fall. War etwas länger und, ging auch nicht zu Kühne und Nagel. Das war irgend 'n anderer Service Point von Samsung, wo das hinging. Also, es kann auch so laufen. Oder Fold 7, das war irgendwie damals nicht so der Hit, muss ich ehrlich sagen, zum Fold 6. Hat mich nicht so überzeugt gehabt, die Neuerungen, und ich war dann noch beim Honor Magic V3, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht: „Okay, irgendwie nicht so der Hit, schicke ich zurück, Retoure.“ Und da war es auch ein ewiger Hickhack. Ich habe nach 2 Monaten wirklich erst dann mein Geld zurückbekommen. Also, eigentlich nichts Dramatisches. Retoure-Ticket kam ja automatisch und schnell und es ging auch zurück und Bestätigung, dass es angekommen ist et cetera und dass das Geld demnächst ausgezahlt wird. Und dann halt nach einem Monat nix, nach 1,5 und dann mit dem Service telefoniert und ja, das ist schon auf dem Weg und so. Und wie gesagt, 2 Monate, bis das Geld zurückkam. Und jetzt war ich halt dadurch natürlich gebrandmarkt und habe mir gedacht: „Krass.“ Wenn man es runterbricht, 5 Tage vom Abgeben, wo ja Samsung noch nichts machen kann, weil das Ding ist ja noch auf dem Weg bis zu dem Tag, wo ich es wieder in der Hand halte. Also, wirklich, wirklich top. Mich würde auch mal interessieren, was ihr vielleicht da schon für Erfahrungen gemacht habt. Ja, ich meine, da gibt es ja unterschiedlichste Erfahrungswerte und ob ihr da direkt bei Samsung eher gute oder eher schlechte Erfahrungen gemacht habt, was ihr vielleicht noch empfehlen könnt, ob ihr den Chat-Support gut findet, Telefonsupport, E-Mail-Support, was auch immer, was ihr da halt nutzt oder genutzt habt. Würde mich mal interessieren. Ist auch, denke ich mal, für viele User auf meinem Kanal vielleicht interessant, wenn dann mal was wäre mit dem Gerät oder mit irgendeinem anderen Samsung. Also von daher fleißig kommentieren, natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr noch keins dagelassen habt, und ein Like auf jeden Fall auch, wenn euch das Video gefallen hat und das kurze Update dazu. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video mit euch und schaut vielleicht auch mal bei den Hüllen vorbei. Dann schöne Woche für euch und wir sehen uns. Ciao.